Was ist der Q-Faktor? Was hat der Stance damit zu tun? Und warum dich das interessieren sollte, zeige ich dir in diesem Video. Hi, ich bin Yannick von Acros, Teil des Engineering-Teams, und wir erklären jetzt, was es mit dem Stance auf sich hat. Zuerst musst du wissen, dass der Q-Faktor nicht die einzige Stellschraube ist, denn er ist nur ein Teil des Stance, also der Standbreite, die du auf deinem Bike hast. Die Standbreite bezeichnet den Abstand von Pedalmitte zu Pedalmitte und der Optimalwert richtet sich nach deinem Fahrstil, dem Geschmack und vor allem dem individuellen Körperbau. Den Stance kannst du durch verschiedene Anpassungen einstellen, um so das optimale Maß für dich zu finden. Zum Beispiel durch Positionierung der Glieds an den Schuhen, die Achslänge der Pedale oder durch den Q-Faktor der Kurbel. Häufig wird der Begriff Q-Faktor falsch verwendet und mit dem eben erklärten Stance verwechselt. Richtig ist, dass der Q-Faktor den Abstand von Kurbelaußenseite zu Kurbelaußenseite beschreibt. Dieser ist durch konstruktive Eigenschaften der Kurbel, das Rahmendesign und die damit verbundene Innenlagerbreite festgelegt. Möchtest du nun den Stance anpassen, kannst du natürlich eine Kurbel mit einem anderen Q-Faktor verbauen. Einfacher ist es jedoch, den Abstand von der Kurbelaußenseite zur Pedalmitte zu variieren. Dafür hast du folgende Möglichkeiten. Als ersten Tipp empfehlen wir dir, die Position deiner Glieds am Schuh zu variieren. Schiebst du die Glieds ganz an die Schuhaußenseite, stehst du enger an der Kurbel und der Stance ist geringer. Schiebst du die Glieds an die Schuhinnenseite, stehst du breiter und der Stance ist größer. Eine weitere, sehr einfache Möglichkeit, den Stance zu beeinflussen, ist es, Pedale mit unterschiedlichen Achslängen zu fahren. Dabei können verschiedene Pedalmodelle unterschiedliche Achslängen haben. Wir bei Acros wollten uns nicht festlegen und haben ein Klickpedal entwickelt, bei dem du den Stance einstellen kannst. Wir haben im Inneren eine Distanzhülse, die an zwei unterschiedlichen Positionen angebracht werden kann. So kannst du ganz einfach zwei Breiten einstellen. In Verbindung mit der Anpassung der Glieds bietet das einiges an Spielraum, um dich auf dem Bike wohler zu fühlen. Wenn du wissen möchtest, wie du mit unserem Klickpedal den Stance veränderst, dann schau doch einfach mal hier vorbei. Falls du noch Fragen oder Anregungen hast, lass es uns gerne in den Kommentaren wissen. Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß auf dem Bike und bei deiner nächsten Ausfahrt.